Die Shinkansen-Züge in Japan gehören ohne Zweifel zu den eindrucksvollsten Zügen der Welt. Nachdem ich nun schon letztes Jahr ein Video über Shinkansen-Züge in Japan gedreht habe, setzen wir heute noch einen drauf und fahren mit der wirklich höchsten Klasse. Ein Abteil mit gerade mal 18 Plätzen und persönlichem Bordservice. Das Problem, die sogenannte Gran Class gibt es nur auf wenigen Strecken im Land. Ob sich das Ganze aber lohnt und das Shinkansen-Erlebnis noch schöner macht, finden wir heute heraus. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Nachmittag aus Sendai in... Ja, ich bin immer noch in Japan, wer hätte es gedacht, wobei Sendai, muss ich sagen, kannte ich vorher gar nicht. Also ich wusste nicht, dass diese Stadt existiert. Ich bin hier aber gestern hingefahren. Auf jeden Fall war ich die letzten Tage in Kyoto und habe mich gestern auf den Weg gemacht mit dem Shinkansen hier nach Sendai. Das hat ungefähr 4 Stunden gedauert, obwohl es 800 Kilometer waren. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin eingestiegen, in Tokio sogar einmal umgestiegen und dann hier ausgestiegen und war in 4 Stunden einfach mit dem Zug 800 Kilometer weiter im Norden von Japan. Und all das, um das Video drehen zu können, was ich heute drehen möchte. Und zwar, ich weiß, ich habe schon ein Shinkansen-Video gedreht, das war letztes Jahr, da sind wir First Class gefahren. Und das war auch alles schön und gut, hat Spaß gemacht. Ich fahre auch sehr gerne Shinkansen, habe jetzt ja schon 3 Shinkansen-Fahrten hinter mir. Die letzten beiden habe ich nicht gefilmt, war auch jetzt nicht so spannend. Aber heute fahren wir Gran Class. Das gibt es nur auf 3 verschiedenen Strecken hier in Japan. Das ist die höchste Klasse mit tollen Sitzen und auch Essen. Und ich habe mir da ein Ticket gebucht. Das wollte ich unbedingt mitnehmen, wenn ich das nächste Mal hier in Japan bin. Jetzt bin ich da und freue mich, jetzt wieder zurück nach Tokio zu fahren. In der, wie gesagt, Gran Class. Und was die Gran Class auszeichnet, erkläre ich euch mal kurz. Hier seht ihr übrigens den Bahnhof. Ist alles sehr, sehr nice gebaut hier. Also oben haben wir hier so ein paar, ich sag mal, Straßen auf Etage 1, beziehungsweise Fußgängerüberwege, und unten ist dann die Straße. Ja, sieht auch alles sehr japanisch aus, würde ich mal sagen, so vom Baustil her und so, ne? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und es ist auch ganz schön viel los hier. Ich habe extra Sonntag ausgewählt, weil ich dachte, vielleicht ist dann sind die Züge da nicht so voll, weil sonntags hier halt auch logischerweise Wochenende ist und da keiner arbeitet, aber ich glaube, das wird trotzdem voll. Hier zeige ich euch einmal die Strecken, wo man Gran Class fahren kann. Oben bis Hakodate Hokuto. Dort fährt dann der Hayabusa, Yamabiko und Nasuno Shinkansen. Ich fahre heute mit dem Hayabusa. Also, ja. Und wir sind halt auch nur auf Hälfte der Strecke in Sendai. Ich fahre 1 Stunde 50, dann bin ich schon wieder in Tokio, ungefähr so. Und dann gibt es noch 2 weitere Strecken bis nach Niigata und unten bis nach Kanazawa. So, jetzt darf ich mein Portemonnaie hier nicht vergessen, was ich als Stativ verwendet habe. Das Schöne ist, hier muss man auch nicht aufpassen, dass einem das einer klaut. Die Leute hier sind so nett, freundlich und zurückhaltend, das ist wirklich der Wahnsinn. In der Gran Class gibt es 18 Plätze. Und ja, wie gesagt, alle mit Essen, soweit ich das erfahren habe. Ich habe 22.000 Yen bezahlt. Das sind ungefähr 140 € für diese Fahrt jetzt. Also preislich würde ich auch sagen, in Ordnung. Schauen wir uns den Bums mal an und gehen da rein. Für die, die es interessiert, wie ich das Ganze gebucht habe, wenn man mal... Wow, schaut mal hier, das wollte ich euch einmal zeigen. Sieht schon cool aus, ne? Ah, da muss ich eben noch ein Foto machen. Instagram könnt ihr mir gerne folgen, Alex V. Man kann das online buchen, aber das ist ein bisschen unübersichtlich und schwierig und fallt bloß nicht auf so Webseiten rein wie Ninja Rail oder so, da ist alles ein bisschen teurer. Man kann an jedem Bahnhof hier easy in so ein Reisebüro gehen, offiziell halt von Japan Railways, und da dann die Tickets kaufen. So habe ich es auch bis jetzt immer gemacht und das war, glaube ich, immer am günstigsten. Hier sehen wir nochmal die Station und ab rein da. Warte mal, ich glaube, ich gehe besser da lang. Das hier ist übrigens mein Ticket, so sehen die aus, nicht spektakulär. Genauso wie die anderen Tickets auch, also egal ob man Gran Class oder andere Klasse fährt, die sehen alle gleich aus. Hier seht ihr nochmal den Preis und da steht es ja auch Hayabusa Shinkansen von Sendai nach Tokio. 17:22 Uhr geht's los. Das ist hier die Station in Sendai und ich muss jetzt hier hoch. Da steht es ja auch schon. Zu dem grünen Shinkansen muss ich. Ach so, das ist vielleicht auch noch interessant zu sagen. Beim letzten Mal und bis jetzt bin ich auch immer nur mit dem Weißen gefahren, aber jetzt ist er grün. Ist ja auch mal geil. Es gibt auch noch Rot und es gibt einen gelben. Das ist der Doktor, der kontrolliert die Strecke. Dr. Yellow nennen sie den hier. Ich kenne mich schon gut aus. Und wenn man den dann sieht, dann gilt das als Glückstag. Ich muss mal kurz gucken, wie man das hier macht. Rein. Und ja, wieder raus. Zack. Schaut mal hier haben wir eine Map. Aha. Hier, der müsste das sein. Gleis 13, Hayabusa 110. Ja, genau. Hier kann man sich dann natürlich auch noch einiges zu essen kaufen. Habe ich ja beim letzten Mal gemacht. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich da zu essen bekomme. Ich bin mal gespannt, was und wie viel, weil ich halt nicht so lange fahre. Eigentlich kann man halt bis ganz in den Norden mit dem fahren. Habe ich mich ein bisschen schlecht vielleicht auch organisiert, aber zeitlich unmöglich für mich. Schaut mal hier, Leute, da fährt einer, ein Grüner.
Sieht so abgespaced aus, ne? Also das ist immer wieder ein geiler Anblick, diese Shinkansen-Züge dann zu sehen in echt. Was ich gerade noch sagen wollte, Lehrstunde mit Alex. Der Shinkansen, mit dem ich fahre, der fährt ja bis ganz in den Norden von Japan und dort gibt es auch einen Tunnel, der führt unterirdisch unter dem Meer hindurch, also wie der Eurotunnel halt, mit dem man dann mit dem Eurostar nach England fahren kann zum Beispiel oder auch mit dem Auto durch. Und das ist der Seikan-Tunnel, der ist noch länger als der Eurotunnel, 53,85 Kilometer. Habe ich auch wieder was Neues gelernt. Wie gesagt, ging es für mich leider nicht komplett bis in den Norden. Boah, jetzt kommt ein roter und ein grüner zusammen. Schaut mal. Wow! Wow! Das ist natürlich geil. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass die auch in den Farben getrennt werden manchmal oder ob das auch einzigartig ist, keine Ahnung. Züge, naja. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zu Wagen 10. Ach guck mal, hier gibt es eine Raucherlounge. Die ist schön drin, wie im Flughafen. Hier darfst du am Gleis nicht rauchen, aber haben sie hier so einen Karton hingestellt. Finde ich gut. Könnte man in Deutschland auch. Wobei in Deutschland ist Rauchen ja auch verboten am Bahnsteig. Hält sich nur keiner dran. Auf jeden Fall muss ich jetzt zu Wagen Nummer 10 und das ist hier alles durchnummeriert. Kann man hier oben ganz gut sehen. Hier wäre jetzt die 6. Und das ist wirklich der Wahnsinn, wie zuvorkommend und freundlich die ganzen Japaner sind. Es ist sehr angenehm hier, das habe ich gerade bei der jetzigen Reise nochmal richtig so gemerkt. Das ist schon ein bisschen anderes Gefühl als in vielen anderen Ländern und ja, einfach angenehm. Einfach immer jedem mit ganz viel Respekt begegnen und freundlich sein und das Leben ist schön. So, noch eine lustige Sache. Auch die Züge sind komplett sauber, weil jeder seinen Müll mitnimmt und dann quasi beim Ausgang kannst du so, im Zug gibt es so ein paar Mülleimer, da tun dann alle ihre Flaschen rein und auch draußen ist alles blitzeblank. Es gibt keine Mülleimer. Ja, man muss irgendwie seinen ganzen Müll immer selber mit nach Hause nehmen und den dann da entsorgen. Das geht ein bisschen auf den Sack, wenn man es nicht gewöhnt ist, aber so mit der Zeit gewöhnt man sich dran und ja, jetzt habe ich es hier gefunden, hinter mir. Car Number 10, da stelle ich mich jetzt schön brav in die Schlange. Schaut mal, hier steht sogar auf dem Boden Grand Class. Genauso wie mein Rucksack, oder? Auch schön. Schaut mal hier, der ist schon angekommen und hier ist auch die Grand Class drin. Die wird anscheinend auch am Bahnhof nochmal extra geputzt. Das ist schon wild. Schaut mal rein. Ja, sieht doch ganz nett aus. Schaut mal Leute, hier werden einfach am Bahnhof Durchsagen gemacht von dem Dreh da hinten. So Leute, bin auf jeden Fall angekommen. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, deswegen jetzt auch hier mit dem Mikrofon, weil hier sonst niemand redet. Es ist schon echt, das ist mal ein Zugsitz, muss ich sagen. Also super luxuriös, auch gerade hier das Licht und so. Es fühlt sich schon hochwertig an. Und wir fahren auch schon los, natürlich pünktlich. Ja, jetzt geht's halt Richtung Tokio. Und ich bin mal gespannt. Jetzt gibt es auch schon ein bisschen Service. Schaut mal hier. Und da sehen wir nochmal, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Saidan. Naja, bis irgendwann mal vielleicht. Ich wollte euch jetzt gerade eigentlich das Menü zeigen und ich glaube, jetzt kommt hier schon meine Apfelschorle. Die habe ich mir nämlich bestellt. Man kann hier auch auswählen zwischen Western Fare und Japanese Fare. Ich habe mich jetzt fürs Western entschieden, weil beim Japanischen weiß ich, da mag ich die Hälfte nicht. Sieht echt cool aus hier mit den ganzen Farben. So ein bisschen Kuchen, Risotto, Chicken. Lassen wir uns mal überraschen. Und hier gibt es sogar Schlappen. Und man kann hier den Sitz steuern. Ja, das lasse ich aber jetzt erstmal so. Platz ist auch genug. Kann man sich gut zurücklehnen, aber jetzt wird erstmal hier das Western-Menü probiert.
Leute, was geht? Essen ist da, beziehungsweise an sich ist es kein Essen. Also auf der Website von der Gran Class steht zum Beispiel, dass es ein Luxury Diner oder so gibt, also irgendwie so. Das sind eigentlich eher nur Snacks, aber natürlich besser als nichts. Ich meine, wenn es jetzt hier so ein Gängemenü geben würde, wäre es auch echt ein guter Preis, weil ich habe ja an sich nur 140 € bezahlt für diesen ganzen Weg, hier mit dem Komfort und dann auch noch mit Essen. Aber gut, wir haben jetzt hier eine Apfelschorle dazu und schaut euch mal die Snacks hier an. Ich habe gerade einmal reingefilmt. Sehr lustig, oder? Western Snacks. Habe ich so bei uns noch nie gesehen, in diesen ganz verschiedenen Farben, aber vielleicht ist das die Auffassung, die die Japaner haben, oder ich würde mal sagen einfach Western Snacks mit japanischem Einfluss. Finde ich richtig cool und ich probiere jetzt mal. Man isst sich hier wahrscheinlich von links nach rechts. Fangen wir mal hiermit an. Hab schon wieder vergessen, was es ist. Schmeckt komisch. Also lecker ist es nicht. Aber war jetzt auch der erste Snack. Mal schnell ein bisschen Apfelschorle nachspülen. Ich möchte natürlich überhaupt nicht abwertend über das Essen sprechen, aber es hat einfach nicht meinen persönlichen Geschmack getroffen. Und es ist auch einfach ein bisschen speziell. Das erste Gericht war Rapsblütenquiche, alles halt immer so zusammengepresst. Das daneben war dann Risotto mit Lachs und Tomaten, auch zusammengepresst. Und danach gab es noch leckeres Dattelhähnchen und Lotuswurzelgratin, ebenfalls zusammengepresst. Und das war einfach von der Konsistenz her ganz komisch. Vielleicht auch einfach ungewohnt. Der Nachtisch dafür war super. Das war so ein Erdbeertörtchen. Hier könnt ihr noch einmal die Schlappen sehen. Ich nehme mir natürlich auch immer gerne so Sachen als Andenken mit und wiege dann immer ab, ob sich das lohnt, weil ich natürlich auch nicht viel Gepäck mitnehme. Die Schlappen habe ich da gelassen und ja, einmal noch den Sitz bis zum Anschlag nach hinten verstellt. Man kann sich nicht ganz in die Waagerechte legen, aber trotzdem sehr bequem. Schauen wir uns mal eben noch die Toilette an, Leute. Das ist hier nur ein Waschbecken. Auch interessant. Die Toilette ist leider gerade noch besetzt. So. Was ich gerade noch sagen wollte, das ist jetzt keine Grand Class Toilette, also hier kann jeder rauf. Ist auch ziemlich klein. Ich war gestern in dem weißen Shinkansen auf Klo. Da war die Toilette wirklich riesig. Also deutlich besser als hier, aber natürlich trotzdem lustig. Auch mit diesem Hightech-Shit, aber Deckel muss man selber hochmachen. So Leute, wir sind jetzt jeden Moment da. Wow, ne? Also diese Gebäude hier in Tokio alle schon riesig. War eine sehr entspannte Fahrt. Ging mega schnell rum. Fazit folgt gleich noch. Ich steige jetzt erstmal aus. Alter! Ah, ich dachte gerade, ist der neu? Schaut mal hier, den habe ich nirgendwo gefunden online. Gelb, blau. Arigato, bye bye. So Leute, da sind wir. Tokio, wieder da. Okay, und da bin ich, wieder vor Tokyo Station. Bei Nacht habe ich die auch noch nicht gesehen, sieht cool aus, hier noch mit dem Polizeiauto im Hintergrund. Ja Leute, was soll ich sagen? Es war eine tolle Reise in der Grand Class, habe ich jetzt auch abgehakt, hatte ich schon lange im Kopf und jetzt bin ich mitgefahren. Wirklich, ich denke, ihr habt es auch gut gesehen, diese Ordnung hier, das ist der Wahnsinn. Auch die
ich sag mal, Mitarbeiterin im Zug. Immer wenn die reinkam, hat die sich so verbeugt. Am Ende hat sie auch noch eine Abschlussrede gehalten, dass wir jetzt in Tokio ankamen. Das habe ich leider nicht mitgefilmt, aber es war schon cool. Also, ich würde sagen, ich habe jetzt hier noch eine Nacht Aufenthalt, eventuell 2 Nächte Aufenthalt in Tokio. Ich gehe jetzt in ein richtig chilliges Hotel, das höchste Hotel in Tokio. Da laufe ich jetzt zu Fuß hin, das sind 3 Kilometer. Und da lasse ich es mir dann noch gut gehen, mache ich natürlich auch ein Video. Und dann geht es weiter über Singapur nach Hause. Ja, das ist der Plan. Und ich freue mich auf zu Hause, aber da gibt es natürlich auch das ein oder andere Video. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Shinkansen Grand Class Video hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und Japan kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, aber die Japaner, die mögen die Deutschen, das weiß ich. Und ja, ist ein klasse Volk. So Leute, haut rein, abonniert den Kanal. Ciao.